Der Chiemsee, das bayerische Meer im Süden Deutschlands. Ach schön, guck mal, geht los. Danke. Ein Paradies für Natur- und Wasserliebhaber. Das geht rein wie Butter. Gelebte Kultur und Tradition mit Dirndl und Lederhose. Dazu ganz viel Abenteuer und Naturerlebnis. Kommen Sie mit, wir machen Urlaub im eigenen Land. Ganz im Südosten Deutschlands liegt der Chiemsee. Uns erwarten Wasserspaß bei Prien, Leben auf den Inseln, abenteuerliche Bergwelten und urige Tradition. Los geht's auf dem Wasser. Tina Lutz ist eine erfolgreiche Seglerin und am Chiemsee aufgewachsen. Tina, ich bin sofort in Urlaubsstimmung. Ist das schön hier auf dem Chiemsee? Ich bin auch in Urlaubsstimmung. Sobald man hier rausfährt, aufs Boot steigt, ist das absoluter Urlaub. Gell? Was ist das, was macht das Wasser mit den Menschen, dass man sofort irgendwie seinen Stresspegel senkt? Ich glaube, es gibt einem Ruhe, Freiheit. Es weht einem die Haare ins Gesicht. Ich habe extra vorgesorgt. Der Chiemsee direkt vor der Haustür. Mit 6 Jahren hat Tina Lutz mit dem Leistungssport angefangen. Du hast auf so vielen Seen gesegelt und auf so vielen Meeren. Was für ein Gefühl ist das für dich, wenn du dann zurückkommst zum Chiemsee, hier in die Region? Heimat. Das ist das Gefühl von Heimat. Ich lande am Münchner Flughafen, mir geht das Herz auf. Ich hole mir als erstes ein Brezen. Und dann fahren wir hier den Bernauer Berg runter von der Autobahn und dann siehst du ja zum ersten Mal den Chiemsee vor dir und du denkst dir so, oh, ist das schön daheim. Ja, es ist halt diese Mischung von See und den Alpen, natürlich den Bergen, die meine Heimatberge sind. Und ja, es geht einem einfach das Herz auf. Es ist halt ein riesiger See, gell? Du kannst um die Inseln rumsegeln. Du hast viele Badeorte, wo du ins Wasser einfach reinspringen kannst. Du kannst um den See radeln. Dann hast du eine richtige Trainingssession hinter dir, weil ich brauche von Tür um den See wieder bis zur Tür ungefähr 3 Stunden, einmal rundum. Und du fährst sicher relativ sportlich, oder? Ja. Der Höhepunkt ihrer Karriere war nach 2 Weltmeister- und 2 Europameistertiteln die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Das ist die Silbermedaille. Wie stark! Wie stark! Silbermedaille, 49FX, Tina Lutz, Susanne Boyke. Hier stecken in dieser Kiste 14 Jahre harte Arbeit drin, die es quasi gebraucht haben, um halt am Ende dann diese Medaille in der Hand zu halten. Darf ich? Ja, klar. Und natürlich auch 2 verpasste Olympiateilnahmen. Gell? Viele, viele Tiefs und nur ein Hoch. Und das war aber die Belohnung und dann hat sich doch am Ende alles gelohnt. Und wenn ich sie angucke, dann habe ich sofort Sani im Bild, wie sie mir, also meine Segelpartnerin, wie sie mir in Tokio diese Medaille überreicht, mir umstreift und ich in ihren Augen diesen Stolz sehe, dass wir das nach all diesen Rückschlägen halt geschafft haben am Ende. Pass auf, ich mache das jetzt auch. Und dann wirst du den Stolz auch in meinen Augen sehen. Ich bin unfassbar stolz auf dich. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Klar zur Wende, Crew. 2, 1. Aufmachen! Nach Olympia beendete die 34-Jährige ihre Karriere. Heute gibt sie ihr Wissen weiter als Segeltrainerin. Tina, du warst mit 14 zum ersten Mal Weltmeisterin. Da warst du ja noch ein Kind. Wie war das für dich? Ja, da war ich noch extrem jung. Ich habe angefangen, hier am Chiemsee zu segeln, Chiemsee Yachtclub. Und mir hat es halt von Anfang an immer mega viel Spaß gemacht. Und wenn du halt da den Support von den Eltern hast und ich hatte, glaube ich, auch das gewisse Talent,
Dann kann man auch Weltmeister werden. Das war mega cool, weil ich war erst die 3. Frau, die das überhaupt geschafft hat. Beim Opti-Segeln Jungs und Mädels gemeinsam. Und das war natürlich mega cool, die Jungs da schlagen zu können. Ich finde das total schön, wenn Sportarten so gemischte Klassen haben. Beim Reiten ist das auch so. Ja. Männer und Frauen in den gleichen Klassen. Das ist immer ein großer Ansporn, gell? Ja, finde ich auch. Es hat mich auch immer so ein bisschen so jetzt noch mal den letzten Rest geben. Ja, ja, richtig. Ja. Da ist übrigens ein Schiff, Danke. ein Boot, das wir fast gerammt hätten. Hallo. Ach, Sie. Guck mal, Sie winken noch. Sie nehmen es uns nicht übel, dass wir Sie fast gerammt hätten. Kann wir nicht. Boote lassen sich rund um den See ausleihen, tageweise, stundenweise, mit oder ohne Skipper. Auch Kurse und Segelscheine werden angeboten. Ein bisschen wie beim Reiten, so. Ja, Ja. du hast die Zügel in der Hand. Ja, ja, aber immer wieder so ein bisschen loslassen dann auch. Luft geben. Wenn ich jetzt weiter nach rechts steuere, wird bei dir der Druck immer mehr auf der Schot. Merkst du das? Ja. Und wenn ich jetzt abfalle, weiter nach links fahre, dann wird der Druck wieder weniger. Ah ja, dann kann ich Merkst du's? nachlassen. Ja. Genau, und dann kannst du auch gleichzeitig die Schot ein bisschen rausgeben. Je suis la fille que l'on colle sur les Harley Davidson, les BMW, les camions Ceston. Je suis la roller girl, In Grassau südlich des Chiemsees schauen wir uns nach alternativen Urlaubsmöglichkeiten um. Danach Wasseraction bei Prien, wie ich sie so noch nie gesehen habe. Wer einen ruhigen Urlaub fernab vom Trubel sucht, der sollte aufs Land gehen. Zahlreiche Bauernhöfe bieten Zimmer und Apartments an, inmitten von Natur und ländlichem Leben. Der Großrachelhof, ein Biobauernhof zwischen Chiemsee und Chiemgauer Alpen. Jakob Sichler führt den Hof in 18. Generation. Das ist ja auch lustig, Jakob. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ja, das stimmt. Jakobs Motto: nicht nur angucken, sondern mitmachen. So, Judith, schau her. Mit Speck fängt man Mäusen und die Kühe fängt man am besten mit Kraftfutter. Das funktioniert. Alea, willst du auch helfen? Schau mal, du kriegst den Eimer. Oh, was ist das denn da hinten? Ah, da ist gerade eine Stierig. Das bedeutet quasi, dass die einen Eisprung hat. Und weil wir keinen Stier mitlaufen haben, wird das quasi künstlich gemacht. Über künstliche Besamung. Aber das war ja jetzt nicht künstlich und es war kein Stier, es war ja jetzt eine weibliche Kuh, die auf eine andere weibliche Kuh Genau, gesprungen die ist. zeigen das quasi, wenn die eine willig ist sozusagen, dann imitiert eine andere Kuh den Stier. Das ist wie bei uns Menschen auch. Wenn kein Mann da ist, dann machen es halt die Frauen selber. Das ist ganz normal letztendlich. Ob man das so 1:1 übertragen kann. Ja, so geht's ab im Kuhstall. Urlaub auf einem richtigen Bauernhof. Melken, Stallarbeiten, Ernte. Wer will, darf mit anpacken. Früh aufstehen inklusive. Jetzt geht's weiter, super. Die kommen so ganz cool hinterhergezuppelt. Genau, die kennen das ja. Machen das ja im Sommer jeden Tag. In der Früh raus, am Abend wieder rein. Und das ist unser berühmter Cowwalk, Judith. Kein Catwalk, ein Cowwalk. Genau, da marschieren unsere Kühe jeden Tag zweimal rein und raus. Bremsen. Da springen die, gell, Alea? Ein Paradies für Kinder, Tiere, Natur und neue Freunde. Das ist ja auch wahnsinnig schön für die Sophie, oder? Da hat immer Spielkameraden hier. Alea ist ein Urlauberkind, ne? Genau, genau. Die Alea ist die Tochter von der Samira und vom André. Und der André ist selber mit seinen Eltern schon viele Jahre in Urlaub gekommen. Das war mein Busenspezi
als Kinder. Schon bei dir? Schon, wir haben zusammen hier genau schon Fußball gespielt, wie die Sophie jetzt und die Alea und sind hier im Hof rumgeturnt. Das war traumhaft und es ist schön, wenn sich das so wieder ergibt. Das ist dann auch eine Tradition, ne? Die dann entsteht. Natürlich, natürlich. Und vor allem, wenn es in zweiter beziehungsweise hoffentlich ja schon in dritter Generation dann so weitergeht. Und vielleicht unsere Enkelkinder dann wieder mit den Enkelkindern von ihnen spielen. Das ist ja cool. Ja. Und dir gefällt es, Alea, bei uns? Gefällt's hier? Gut. Ja. Sehr schön, so, gell? Ein schöner Urlaub. Ach, und das ist die Mama. Genau. Hallo Samira, Von der grüß dich. Alea. Hi. Hier ist einfach für uns mittlerweile wie nach Hause kommen. Ne? Also das ist wirklich, wenn wir auch die Kinder fragen, wo fahren wir hin in den Urlaub? Ja, wir fahren nach Bayern, nach Grassau auf den Bauernhof. Was anderes gibt es gar nicht mehr für uns. Also ist wirklich schön. Woher kommt ihr? Aus NRW, aus dem Ruhrgebiet. Oder eigentlich eher gesagt am Niederrhein, aus Förde kommen wir. Genau. Da haben wir dann auch immer 750 Kilometer vor uns. Aber da fahren wir dann nachts, dass die Kinder im Auto schlafen können. Und dann passt das auch. Warst du schon schwimmen im Chiemsee? Ja. Und wie war das? Seit mehr als 900 Jahren ist der Großrachelhof in Familienbesitz und somit einer der ältesten Erbhöfe in Bayern. Urkundlich erwähnt wurde er bereits 1114. Pflicht? Ich komme mal angesprungen zu euch. Warte. Hui. Sehr schön. Hallo. Für mich, wo ich ja nicht aus der Landwirtschaft komme, war das am Anfang schon so ein Riesenkonstrukt und ich durfte da halt so schön langsam mit reinwachsen. Und das ist auch heute noch so. Meine Schwiegermama hat immer schon den super Überblick und erinnert mich dann schon immer, wenn noch irgendwie was im Argen ist. Genau. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als du zum ersten Mal hier auf den Hof gekommen bist? Weil man weiß dann ja auch, wenn ich diesen Mann will, dann heirate ich auch so einen Hof und so ein Ja, klar. Leben mit. Ne? Ja. Es war tatsächlich 2013 das Hochwasserwochenende, das uns hier ja in Südbayern so bekommen hat. Und ich glaube, vielleicht war das so ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil wir wären fast nicht mehr nach Hause gekommen durch das Hochwasser. Also du musstest ihn nehmen. Ja, so ungefähr, ich musste da bleiben. Nein. Ja, wo die Liebe hinfällt, heißt es immer. Endlich Trecker fahren. Ich darf Gülle aufs Feld bringen. Wenn du jetzt hier aufs Gas trittst, fährst du los. Genau. Nicht gleich komplett durchdrücken, sondern nur ein bisschen. Genau. Gut machst du das. Naturtalent. Bin noch nie so einen großen Trecker gefahren. Es gibt überall ein erstes Mal. Ja, stimmt. Rechts vor links, oder? Genau, aber er fährt trotzdem. Das ist der Nachbar, der ist ein bisschen verrückt. Der macht das einfach. Genau. Achtung, jetzt kommt die Scheiße hinten. Und losfahren, bisschen Gas geben. Bisschen Gas geben. Genau. Gut. Und jetzt kannst du vom Gaspedal runtergehen, jetzt fährt er automatisch. Runtergehen vom Gaspedal? Ja, hier runter. Oh ja. Genau, jetzt brauchst du nichts tun, außer lenken. Und jetzt spritzt er die Gülle raus. Genau. Und jetzt freuen sich alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ist halt Landluft. Das gehört dazu. Aber ich finde, dass es gar nicht so doll stinkt, wie ich gedacht habe. Das kommt daher, weil wir unsere Gülle behandeln. Wir geben effektive Mikroorganismen dazu, Kohle und Gesteinsmehl, damit eben die Gülle sozusagen nicht verfault, sondern fermentiert. Und das macht der Ammoniak, das was normal so in der Nase stinkt, gebunden wird und der dann verfügbar ist für die Pflanzen, dass er Dünger ist. Und nicht in der Luft und nicht ins Grundwasser soll, da wo er umweltschädlich ist. Wer Wassersport liebt, kommt am Chiemsee voll auf seine Kosten. Hier kann man fast alles ausprobieren.
Es gibt eine neue Disziplin, die das Surfbrett mit Ball und Schläger kombiniert. Das probiere ich mal aus. Subboards, Paddel mit Löchern, ein Ball, 2 Tore im Wasser und 2 Teams. Angegriffen werden mit dem Board darf immer nur derjenige Spieler oder die Spielerin, die auch den Ball hat oder in Ballnähe ist. Wie genau sieht so ein Angriff aus? Das funktioniert meistens also mit dem Board, dass der andere denjenigen rammt mit dem Board. Und dann geht's häufiger auch mal ins Wasser. Habt ihr das schon mal gemacht? Jetzt für euch ist auch das erste Mal? Ja, ja. Das kann ja heiter werden. Die Teams bestehen aus 3 bis 5 Personen pro Mannschaft. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Sub-Erfahrung kann nützlich sein. Das geht ja gut los. Ich bin gespannt, wie lange ich mich auf dem Board halten kann. Das ist meine Chance, alleine vorm Tor. Oh. Schon ist es passiert. Na wartet, jetzt erst recht. Jeder geht mal auf Tauchfühlung. Die Gegner ziehen uns ab, 3:0. Und ich gehe öfter baden. Am Schluss darf ich noch ein Tor schießen. Es macht total Spaß, aber es ist sau anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist. Gar nicht das Spielen selbst, sondern das wieder aufs Board kommen, wenn man reingefallen war. Aber ich finde, man sollte es ausprobieren. Wenigstens ausprobieren. Nun wollen wir in Übersee am Ostufer des Chiemsees den Sonnenuntergang genießen. Danach steht ein Ausflug in die Berge an. Abenteuer in schwindelnden Höhen im Wendelsteingebirge. Wir sind noch einmal mit Tina Lutz verabredet. Sie zeigt uns eine Beachbar am Ostufer des Chiemsees. Der perfekte Ort für Einheimische und Touristen, um den Tag ausklingen zu lassen. Wie oft bist du hier? Immer wieder mal abends. Aber tatsächlich gerne unter der Woche, weil dann ist nicht so viel los. Und dann kann man hier richtig schön noch abends einen Drink genießen und ein bisschen den Feierabend ausklingen lassen. Wobei heute ist ja ein Montagabend, ne? Ich bin überrascht, wie viel hier los ist. Ja, weil so perfektes Wetter ist, gell? Es ist total heiß, man kann super es hier aushalten. Ist es eher ein Geheimtipp oder kommen viele Urlauber und viele Münchner her? Ich glaube, es war ein Geheimtipp, aber mittlerweile, glaube ich, ist sie sehr bekannt, die Beachbar. Es sind schon, also am Wochenende sind schon viele, viele Leute hier. Aber es ist auch cool, weil es halt hier ein so richtiger Treffpunkt geworden ist. Was ist der schönste Tag gewesen oder der schönste Abend, den du je hier hattest an dieser Bar? Wahrscheinlich der Abend nach meiner standesamtlichen Hochzeit.
Habt ihr hier gefeiert? Wir haben hier gefeiert, aber es war relativ spontan. Also wir haben standesamtlich geheiratet, wollten aber daraus nicht so ein großes Ding machen, weil wir danach einfach eine schöne Hochzeit geplant haben. Wir sind eigentlich nur hingegangen, haben unterschrieben und haben gesagt, so, was machen wir jetzt im Dindel? Ah ja, fahren wir an die Beach Bar. Und dann sind wir nur mit Family sind wir hierher und das Dindel hatten wir 5 Minuten an und sind danach sofort ins Wasser und schwimmen und baden gegangen. Das war so ein Traumtag wie heute. Die meisten Leute hier sind schon sehr naturverbunden, ne? Oder? Ja. Also ich habe so viele kennengelernt, die einfach auch ihre Freizeit dann in der Natur verbringen und was machen. Ich finde, wenn man den Gipfel sieht, ist nicht das Erste, was man denkt, da will man rauf. Och, ich finde es hier unten auch ganz schön, muss ich sagen, mit meinem kleinen Aperol-Spritzchen in der Hand. Ich habe jetzt nicht so den Drang. Hast recht, das gerade. Es ist auch super gemütlich hier. Was? Mit 5 Kilometern ist der Strand von Übersee der längste Sandstrand Süddeutschlands. Das Gelände ist ganzjährig geöffnet, ab 12 Uhr bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang, außer bei Regen. Bayerische Alpen und der Chiemsee, das Bayerische Meer. Das ist die Region Chiemsee-Alpenland. Ein Traumziel für Wanderer und Abenteuerlustige. Wir treffen Valentin Rapp, einen bergerfahrenen Chiemseer. Er führt uns auf das Wendelsteingebirge. Mit der Zahnradbahn geht es auf 1723 Meter Höhe. Das Wetter spielt heute leider nicht ganz mit. Genau. Hier wäre eigentlich die Aussicht. Genau, es sind leider noch ein bisschen die Wolken drin. Bisschen ist gut. Normalerweise ist das immer so der schöne Moment, wenn man hier rauskommt und dann macht hier alles auf. Ich meine, da oben wird schon ein bisschen heller. Vielleicht haben wir noch Glück, dass es nachher noch richtig aufmacht. Das Wetter ist wahrscheinlich schon so, dass man Glück haben kann, noch eine Aussicht zu bekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wechselhaft am Berg. Mei, das ist immer, man ist hier recht exponiert. Das ist ja einer der höheren Berge hier in der Region. Von dem her ab und zu hängen die Wolken drin und ab und zu eben hat man dann den super Blick über alles. Von dem her ist schon immer ein bisschen ein Glücksspiel. Valentin Rapp, Bergsteiger, Fotograf und Filmemacher mit einer ganz besonderen Leidenschaft. So, jetzt ist dieser Ort für dich ja auch ein ganz besonderer. Wenn man rauskommt, dann kann man euch beim Slacklinen erleben. Und zwar genau an dieser Stelle. Slacklining, Balancieren auf einem Kunstfaserband. Das ist für uns total cool, dass wir hier quasi mit der Bahn hochfahren und 3 Meter laufen müssen. Und dann haben wir hier den Slackline-Spot vor uns. Und Wo genau? Das geht hier rechts vom Garchenblick, heißt es. Das ist einfach die Aussichtskuppe da oben. Und geht wo die Jungs stehen? Genau. Und geht dann einmal hier links rüber bis zu den Felsen. Man kann da auch nicht leugnen, dass man schon so ein bisschen das Adrenalin sucht bei dem Ganzen. Hast du Angst dann auch? Nicht mehr. Am Anfang auf jeden Fall. So die ersten Male, wo man das macht, hat man wirklich in dem Sinne Todesangst, was ja nicht wirklich dem entspricht, weil man ist ja immer gesichert. Es kann ja nichts passieren, aber der Kopf gaukelt einem das schon vor, dass man da jetzt halt abstürzen kann. I'm the one you dream of.
Mit Valentin geht es zu einem zweiten Spot. Noch tiefer der Abgrund, noch länger die Slackline. Genau, jetzt sind wir hier an dem Fixpunkt von dieser 500 Meter Highline, wo wir einmal komplett, du siehst da drüben den Gipfel, von hier bis darüber die Slackline gespannt haben. Und ihr seid von hier über eine 2,5 Zentimeter, ne? Genau. breite Slackline zum anderen Gipfel, über den Abgrund. Genau. Quasi der direkte Weg, der kürzeste Weg. Heute müssen wir einen Umweg gehen, aber damals war es genau der direkte Weg. Mir fängt sich schon, ich habe Höhenangst, ne? Mir fängt sich jetzt schon alles an zu drehen, nur weil ich das hier alles so sehe, den Abgrund. Man fängt mit einer ganz kurzen Line, die am besten auch nicht allzu hoch ist, an, versucht sich da langsam ranzutasten, geht in immer längere, immer höhere Highlines und irgendwann kennt man sich und hat einfach das Vertrauen in sich, dass man da drüber laufen kann. Wie seid ihr denn gesichert, wenn ihr über so eine Slackline lauft? Man hat unter der Slackline noch eine zweite Slackline als Backup gespannt und man hat selber dann mit einem Klettergurt, den jeder normale Kletterer auch hernimmt und ins Seil stürzt, quasi die Sicherung, dass man dann, wenn man fällt, unter der Slackline hängt. Aber man fällt erstmal, ne? Genau. Man fällt und dann gibt es einen Ruck und dann hängt man da drin. Genau. Und wie kriegt man die Slackline von hier überhaupt darüber? Die Ideallösung ist, man hat zwei Türme und kann von beiden Seiten was runterwerfen, in der Mitte zusammenknoten. Da das aber oft so ist, dass man unzugängliches Gelände in der Mitte hat, macht man das heutzutage meistens mit Drohnen. Das heißt, man hat so eine herkömmliche Kameradrohne und fliegt eine Angelschnur auf die andere Seite. Und an der Angelschnur zieht man dann ein Seil rüber und daran dann die Slackline. Du hast eine Freundin, ne? Genau. Was sagt die denn dazu? Ich würde sterben, wenn ich wüsste, du bist auf dem Berg und machst das. Also, sie war natürlich auch schon öfters mit dabei, Ach so. dementsprechend. Nee, klar. Letztendlich geht es bei dem Ganzen ja darum, dass man den Körper in eine Situation versetzt, wo man auch Adrenalin hat und wo man in eine Extremsituation kommt, die aber faktisch gesehen eigentlich nicht gefährlich ist. Für uns ist Wandern im Wendelsteingebirge Nervenkitzel genug. In einer Höhe bis 1838 Metern und einem Rundblick ins Voralpenland bis in den Alpenhauptkamm. Nicht umsonst der beliebteste Gebirgszug der Bayerischen Alpen. Super schön. Was fühlst du, wenn du angekommen bist auf dem Gipfel? Ja, Glück, dass das so die Heimat ist, auf jeden Fall. Also so kitschig, wie es klingt. Es ist wirklich nach wie vor so, auch wenn man hier aufgewachsen ist, wenn man irgendwo hier hochkommt und von oben ins Tal schauen kann und weiß, da ist man daheim. Macht schon glücklich. Etwas weiter östlich vom Wendelsteingebirge fließt die Tiroler Ache. Sie entspringt in den Kitzbüheler Alpen und ist die Lebensader des Chiemsees und ein Touristen-Hotspot. Hier treffen sich Kanu-, Kajak- und Rafting-Begeisterte. Von Mai bis Oktober ist die Tiroler Ache für Wassersport zugänglich.
Besonders eindrucksvoll die Durchbruchstrecke Entenloch-Klamm. Die letzten Kilometer vor ihrer Mündung in den Chiemsee ist die Tiroler Achen nicht mehr zugänglich. Das Achendelta ist die Mündungszone und gilt als das besterhaltene Binnendelta Mitteleuropas. Die Fließgeschwindigkeit wird an ihrer Mündung so weit abgebremst, dass sich Sedimente ablagern. Die Form des Mündungsgebiets ändert sich ständig. Zu den selteneren Brutvögeln der letzten Jahrzehnte im Naturschutzgebiet gehören Schwarzhalstaucher, Kormoran, Schellente, Gänsesäger und vieles mehr. Und dazu kommt eine einzigartige Pflanzenwelt. Wenn der letzte Schnee auf den Almen geschmolzen ist, bringen die Bauern aus dem Tal ihr Vieh auf die Alm. Dort kümmern sich Sennerinnen und Senner bis zum Almabtrieb im September um das Vieh und um die Wanderer, die auf eine Almbrotzeit und eine Erfrischung vorbeikommen. Wir sind erneut mit Jakob verabredet. Er will eine schwangere Kuh auf die zu seinem Hof gehörende Rachelalm bringen. Ich darf wieder Trecker fahren. Die Kuh bekommt sozusagen Mutterschaftsurlaub und kann auf der Alm in aller Ruhe ihr Junges zur Welt bringen. Auf den Weiden in größeren Höhen wächst nichts außer Gras. Deshalb ist es sinnvoll, die Kühe während der warmen Monate oben weiden zu lassen, um unten im Tal die frei werdenden Flächen zum Anbau von anderen Kulturen nutzen zu können. Der Neuankömmling auf der Alm erregt großes Interesse. Große Begrüßung hier. Wie süß die alle kommen, um sie zu begrüßen, ne? Und uns auch, gell? Jakob bringt uns zum Senner Franz. Er kümmert sich um die Alm. Wir haben dir eine Kuh gebracht. Hervorragend. Rapunzel. Sie ist leicht traumatisiert, weil ich sie hochgefahren habe. Aber Na, halb so wild, das ist halb so wild. Ich glaube auch. Hat das gut gemacht. Gut, klar. Ciao. Merci, danke. Franz lebt den ganzen Sommer auf der Rachelalm. Jeden Tag wird frischer Käse gemacht und Brot gebacken. Das ist das Waschbecken. Eine aufgeschnittene Milchkanne, die Grede-Notfallstation für die Gretel mit den passenden Zöpfen. Oh, das ist wirklich niedlich. So, also wir machen jetzt Roggensauerteigbrot. Ich freue mich. Roggenmehl. Wie viel darf ich dir einfüllen? 1,8 Kilo. Sag mal, und kommen die Wanderer hier hoch, um zu dir zu kommen? Oder sind sie zufällig in deiner Nähe und kehren dann ein? Wir haben zwei Einheimische, muss ich tatsächlich sagen, die wo wegen unserem Zeug auch kommen, da die jetzt behaupten. Erstens weiß ich, wo es herkommt und es wird sehr geschätzt. Auch von den Urlaubsgästen und von den Einheimischen. Mir macht es eine riesen Freude und es taugt mir total. Wie viel nochmal? Genau, 300. 300? Ich habe so Schwierigkeiten mit Zahlen zu merken, leider. Ich muss es mir eigentlich aufschreiben. Das frage ich 100-mal nach. Genau. Wir haben jetzt dann Brotgewürz, das machen wir selber auch. Das ist in dem, da brauchen wir 105 Gramm. Hiervon? Ja, genau. Das ist Koriander, Fenchel und Kümmel. Das riecht lecker. Machst du das auch selber? Machen wir selber. Das ist der Koriander, der wo so riecht. Gut, jetzt haben wir noch einen Teelöffel Schabziegerklee. Das ist der da. Und Was ist das? Ein Schabziegerklee. Das ist eine Kleeart und der ist wirklich aromatisch. Und auf diese, wir haben insgesamt 8,8 Kilo Teigmenge. Und den einen Teelöffel, den schmeckst du raus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Also riecht der ist, auch ganz schön ja, intensiv, ne? Ja, ist sehr intensiv, ja. Dann kommen Zucker, Sauerteig und Wasser dazu.
Ich persönlich knete immer ich vor rein und heb das in die Mitte und drehe mir die Schüssel ein bisschen so. Mach mal vor, ich guck dir zu. Nein, ich glaube, das machst du jetzt. Ah, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Ja, Wie ist früher warm. Im Sandkasten. Aber die Alm ist schon dein Leben, oder? Ja, schon. Also nur im Tal, glaube ich, da die mittlerweile. Da die sterben, sage ich immer. Lebst du denn auch hier? Ja, wir leben da tatsächlich. Hier auch also auf der Alm? Ja, wir haben oben 4 Zimmer. Wer ist wir? Die Mädels und ich. Also Du hast jeder 2 hat sein Frauen. eigenes Ja, am Start. Am Start. Aber jeder hat sein eigenes Zimmer. Also. Aber ich bleib lieber da, wenn du aufstehst. Vor unseren Nasen ist der Sonnenaufgang. Wenn du drauf schaust, du darfst gerne mal das nochmal so raufholen einfach. Ja, weißt du, dass mir schon die Hand... Ja, ich glaub's da. Ich habe schwer da. Muskelkater in der Hand morgen. Das ist so schwer geworden, der Teig. Ich habe kräftige Hände. Ja, ich habe es richtig ist zu schon arbeiten. anstrengend, aber wir kneten alles mit der Hand. Also. Einmal ist kein Ort, sondern einmal ist ein Gefühl. Was für ein Gefühl ist denn die Alm? Ja, für mich Freiheit. Wir haben nicht den Druck, dass ich sage, wir haben diese Zeitspanne, da müssen wir es schaffen. Aussie ist nach draußen. Genau, wenn wir uns einfach aushocken vors Haus. Also nochmal. Obi ist runter. Genau, ja. Aufi ist ab. Ja, Aussie ist draußen. genau. Und innen ist Inni? Na, eine. Ach, Aber da hat Aki vielleicht. Eini. Oh, schön. Den Teig abwiegen und in die Form bringen, eine halbe Stunde ziehen lassen und zuletzt eine Stunde in den Holzofen. Ach ja, und dann noch stundenlang die Hände waschen. Das Zeug ist klebrig. Ihr seid froh, dass ich das jetzt gemacht habe heute, ne? Ja, einmal auskommen. Große Entlastung. Wie ist denn das für euch, hier oben zu leben? Das ist ganz ein anderes Leben wie im Tal. Aber wenn man in der Früh aufsteht und gleich den Ausblick hat. Ja, und unten ist alles hektisch. Du gehst in einkaufen, die Leute rennen durch den Supermarkt. Und da heroben ist also auch viel Arbeit, aber doch entspannter, entschleunigter. Ganz viele sagen immer, wenn man einmal auf der Alm war, kommt man immer weg. In den Sommermonaten wird einmal pro Woche auf der Alm Musik gemacht. Also, man muss es immer am richtigen Ort erleben. Wahnsinn, total schön. Jetzt kriegen die Musiker erstmal ein bisschen was zu essen. Ach, das war so schön. Ihr habt uns so verwöhnt mit Musik. Jetzt verwöhne ich euch. Klasse Idee. Gerne. Warte mal. Selbstgemachtes Sauerteigbrot. Das Dann ist, muss doch, mal probieren, ob es was rausbringt. das ist doch wahrscheinlich gar nicht zu schaffen für einen Laien, oder? Da einen Ton rauszukriegen? Ein Ton auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich probier das. Mund zu. Nein, machen. Genau. So? Mhm. Ja. Einfach machen, ja. Ganz sanft. Geht? Ist ein Sehr schön. Ton rausgekommen. Kann der nur einen Ton? Nein. Wir haben ja mehrere. Wenn man jetzt nur lächelt, dann kommen höhere Töne. Wenn ich schneller vibriere? Lippen spannen. Dann wird er Ja! Ja, super. 18 Stück sind es insgesamt, wenn man es alle rausbringt. 18 verschiedene Töne sind da drin? Ja, wird schon. Welche Musik hörst du denn so, wenn du nicht bläst, das Alphorn? Blechblasmusik, La Brass Banda, ja, auch in die Richtung eher. Auch nichts in Richtung Rap oder Hip-Hop oder? Eher nicht. Nein? Na. Oh,
jetzt wird's gemütlich. Eine typische Almbrotzeit. Speck, frischer Käse und selbstgemachtes Brot. Ist aber schön, dass wir jetzt noch mal zusammensitzen. Das ist so typisch. Das ist einfach jedes Mal. Und dann noch ein Holunderlikör, auch von Franz selbst gemacht. Prost. Und? Grausig gut, oder? Aber so Likör, also In den nächsten Tagen findet in der Nähe ein großes Trachtenfest statt mit Umzug und Festzelt. Da wollen wir unbedingt hin. Aber was zieht man da an? Süß. Für kleine Jungs eine Lederhose. Ich glaube, hier bin ich richtig. Sowas aussuchen, zum Beispiel. Das heißt also schon, also Baumwolle dann, Darf schon auch Baumwolle sein, Mhm. genau. Haben wir jetzt ein Baumwollsatin aus Schürze drauf. Oder das Ganze geht natürlich auch wieder festlicher, schicker und edler von den Stoffen. Sowas zum Beispiel. Wie viele Dirndl hat man als Frau hier in der Region Chiemsee denn im Schrank? Ja, eins hat man bestimmt. Wie viel haben Sie denn? Also, ich habe schon lange nicht mehr gezählt, aber ich habe es ja auch oft an. Es gibt jetzt im Sommer die Wochen, wo ich eigentlich die ganze Woche fast im Dirndl bin, weil ich es hier im Laden anhabe. Und wenn man dann am Wochenende auf irgendwelchen Festen unterwegs ist, ja, ich glaube 20 sind schon. Ich finde, das geht aber noch, oder? Wenn man so an der Quelle ist. Ja. Total schön. Und alle Farben, ne? Die Ja, Farben also- stehen für nichts, ne? Dass man irgendwie bestimmte Farben zu bestimmten Anlässen trägt. Gibt es Frauen, die ausschließlich Dirndl tragen, die hier leben? Also moderne, junge Frauen? Das Dirndl wird sehr, sehr gern und sehr, sehr viel wieder getragen. Also ich kann mich erinnern, ich als Kind, wenn man da irgendwie auf Rosenheim ins Herbstfest, da war das gar nicht, dass du mit dem Dirndl bist. Und jetzt fällst du eigentlich auf, wenn du nicht im Dirndl da bist. Gell? Also das hat sich schon wieder entwickelt, dass das Dirndl schon wieder ein Kleidungsstück geworden ist, was wieder total präsent ist. Hier sowas. Das finde ich hübsch. Das hat jetzt so ein bisschen diesen gemusterten Rock. Schön. Ein bisschen so in dem Oliv. Ich hätte aber noch eins, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh ja, das ist noch toller. Das ist so frischer, ne? Genau, das wäre so richtig frisch. Sommer, strahlende Farben, ganz was Leichtes. Ja, das würde ich gern probieren. Das ist sehr schön. So, und jetzt rein ins Dirndl. Jetzt gerne rauskommen mit Aha-Effekt, aber ich krieg's nicht zu. Darf ich dir helfen? Ja. Sag mal, das ist, glaube ich, zu klein. Schauen wir mal. Solange es zugeht, ist alles gut. Aber man muss auch atmen, oder nicht? Ja, die gibt meistens ein bisschen nach. Und das Dirndl spürt man halt einfach. Und das Ja, ist immer das spüren. Ungewohnte im ersten Moment. Spüren ist gut. Ich war in Ohnmacht. Aber ich finde es vom Passen her super. Voll schön. Ah, das ist ja schon kleidsam, oder? Von oben würde ich es vielleicht noch einen ganz kleinen Tick weitermachen. Hier in der Brustregion. Dann hast du hier ein bisschen mehr Luft. Ja. Aber ansonsten, von der Taille, von der Länge finde ich es jetzt super. Du hast halt hier jetzt an dem Kleid auch super schöne Details dran. Oben diese Borte, dann diese Knöpfe sind ganz was Besonderes. Sind kleine Blümchen drauf, Genau, ne? sind handbemalte Porzellanknöpfe. Und das ist halt also was sich in unseren Dirndln immer wieder spiegelt. Bisschen so diese Detailliebe und so diese handwerklichen Dinge einfach. Was sagst du denn zu dieser Oktoberfestmode, wenn die Dirndl so ganz kurz sind und voll mit Pailletten oder aus Lack und Leder? Tut dir das weh, wenn du das siehst? Ja, schon. Ja? Also wir selbst sind ja sehr traditionell, die ganze Familie. Wir sind alle im Trachtenverein und leben die Tracht auch, um das so mal zu sagen. Und das ist Glitzer und
ganz kurz, das ist für uns kein Dirndl. Das ist für die Preußen, ne? Sagt man doch immer. Wird man auch bei uns nicht finden. Genau, das Ja. ist einfach schon, also da bleiben wir uns seit vielen Jahren, Gott sei Dank, treu. Ich finde es total schön. Ich finde es so schön, dass ich es jetzt auch zu Hause anziehen möchte. Im Garten. Im In deinem Garten. schönen Garten. Das ist doch grün. Gucken die Hühner aber, wenn ich so komme. Steffi wird mich zum Trachtenfest begleiten. Doch zuvor will ich die Fraueninsel besuchen, auf der Boote und Schiffe eine ganz besondere Rolle spielen. Und das mit Tradition. Seit mehr als 175 Jahren bringen die Chiemsee-Schiffe die Gäste ganzjährig über den See zum anderen Ufer, zu den Inseln und wieder zurück. Oft im Halbstundentakt. Von Gstaad am Westufer des Chiemsees bis zur Fraueninsel dauert es gerade mal 10 Minuten. Auf der Fraueninsel gibt es eine Werft mit langer Geschichte. Seit über 100 Jahren werden hier Boote gebaut. Und überraschend, bereits seit den 50er Jahren mit Elektroantrieb. Peter Heistracher führt den kleinen Betrieb in 4. Generation. Das ist jetzt unsere Werkstatt, wo wir unsere Elektroboot bauen. Das riecht. Was ist das? Kleber? Was ist das für ein Ja, Geruch? Lack, Harz, Kleber, ein bisschen Mahagoni, alles Mögliche. Und Holz. Ja. Holz rieche ich auch. Das ist ja toll. Ist das jetzt. Also restauriert ihr das oder baut ihr das Das ist gerade komplett neu? restauriert. Das ist ein Christoph sein eigenes. Da Hallo, du bist merkt man jetzt Christoph? schon seit- Ich bin Christoph. Judith, hi. Hi, servus. Da arbeitet er schon seit letztes Jahr im Sommer hier. Und Ja, seid ihr nur zu zweit hier in der riesigen Werkstatt? Hi. Hi, servus. Da sind wir zu zweit. Das wird restauriert und da richten wir für so ein Deck für Elektroboot aus Kohlefaser-Sandwich. Das wird jetzt furniert, dass es hinterher ausschaut wie ein echtes Mahagoni-Boot. Für Peter Heistracher und seinen Mitarbeiter Christoph Thalhauser geht es morgens um 7:30 Uhr los. Beide wohnen auf dem Festland und fahren täglich mit ihrem kleinen Boot zur Werft auf die Fraueninsel. Ach, das ist ja toll. Wie viel Arbeitszeit steckt da jetzt schon drin? Bis es so weit ist wie jetzt? Ja, haben schon ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Ja, ja. Und insgesamt, bis das Boot richtig fertig Ja, haben ist? wir so ungefähr 1000 Arbeitsstunden. 1000 Arbeitsstunden. Seit wann gibt es diese Werkstatt? Die Bootswerft gibt es seit 1890. Mein Urgroßvater hat angefangen. Das Gebäude steht seit 1949. Vorher waren es halt Holzhallen. Du hast dich ja entschieden, Bootsbauer zu werden, ohne dass da eine Werkstatt aus dem Familienbetrieb auf dich gewartet Das ist hat. ganz Warum? richtig. Ja. Für mich war Handwerk schon immer sehr wichtig. Ich bin eigentlich gelernter Schreiner und Holz ist von dem her dann nicht so weit weg von mir natürlich. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ich bin halt hier aufgewachsen am See, Boote haben mir schon immer gefallen. Bin dann zum Bäder gegangen, habe gefragt, ob ich mal bei ihm arbeiten darf. Und dann ist mir halt aufgefallen, ja, das würde ich gern länger machen. Und jetzt bin ich Vollzeit da und jetzt arbeiten wir zu zweit. Ja. Und das macht halt richtig Spaß, sage ich jetzt einmal. Und klappt das gut mit euch beiden Jungs hier in der Werkstatt? Ja, ja, funktioniert eigentlich gut. Ja. Ja. Ja? Ja. Also ich komme jeden Tag gern rüber. Es ist immer was Spezielles. Es sind nicht wie beim Schreinern gerade Kanten. Es ist alles rund, es muss alles angepasst werden und das macht das Ganze jetzt sehr interessant, sage ich jetzt mal. 3 bis 4 Boote bauen Peter und Christoph pro Jahr. Das Gros der Arbeit besteht jedoch darin, Boote zu warten und zu reparieren. Ihr arbeitet noch richtig mit Zirkel und Bleistift? Ja. Ja. Was machst du jetzt damit? Zeig mal. Damit das dann sauber passt, einfach so entlang fahren, dann passt das hinterher wieder. Da vorne haben wir noch die Nase, kommt dann da drauf. Die muss man noch sauber hinpassen, die wird dann zum Verchromen geschickt. Aber ich finde die viel schöner in diesem Gold. Das- Mach mal eine in Gold. Wird der Nein, nein, das muss ja geschützt sein, weil das läuft ja an und wird Ach so. auch mit der Zeit noch greislich. Ja, ich Und finde es hübsch, passt zu meinem Schmuck. In dem Fall schon, ja. Aber es bleibt nicht so. Mit Wasser und Wetter bleibt es nicht so. Gut, Designideen werden nicht gebraucht.
Der Beruf Bootsbauer hat sich inzwischen sehr gewandelt, nicht nur, weil neuere Werkstoffe zum Einsatz kommen. Vor allem viel Elektronik wird in den Booten verbaut. Heute arbeitet der Elektriker am neuen Boot. Stauraum, außen sind die Batterien drin, hinten Technik für Motor, Elektronik, Kühlsystem. Das sieht so luxuriös aus mit dem Holz. So muss ein Boot aussehen. So muss ein Boot ausschauen. Ja. So stellt man sich ein luxuriöses, klassisches Boot vor. Ja. Aber unten drin ist Kohlefaser, ganz modern. Ja, das ist eine gute Kombination, ne? Aus Tradition und Modernität Ja. mit den Elektrobooten. Ja. Und hier sind jetzt normalerweise die Sitze. Da sind die Sitze, kann man auch als Liegefläche noch auslegen mit so Einsatzteile. Vorne ist eine kleine Kajüte mit Chemieklo. Über das Ganze kann man auch ein Sonnendach aufspannen. Wenn alles fertig ist, Peter, wie teuer ist so ein Boot dann? Ja, das liegt so im Bereich von 300.000. 300.000? Es geht aber viel günstiger los. Was ist denn so die Einsteigervariante? Ja, so 100 rum. 100 rum. Auf jeden Fall eine Alternative zum Einfamilienhaus, preislich. Bei uns nicht mehr. Es ist zu teuer geworden, die Häuser. Die Häuser sind teuer geworden, ja. Ja, dann lieber ein Boot. Ja. Sag mal, ich würde so unglaublich gerne mal, also so eine ganz kleine Strecke vielleicht nur mit dem Boot fahren. Ist das möglich? Können wir schon machen, ehrlich. Würdest du dir Zeit nehmen dafür? Ja. Ja? Machen wir. Wir verabreden uns mit Peter für die nächsten Tage zu einer Bootsfahrt und sind gespannt, wie es sich mit Batterie und Elektromotor fährt. So, aber jetzt endlich zum Trachtenfest nach Altenbeuern, südwestlich vom Chiemsee. Das sogenannte Gaufest ist heutzutage das wichtigste Ereignis im Jahr für einen Trachtler, also Lederhosen- oder Dirndlträgerin, und gehört fest zur bayerischen Tradition. In den 70er Jahren wurde der Nebenort Neubeuern mit der Gemeinde Altenbeuern zusammengelegt und zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt. Die Vorbereitungen für das Trachtenfest laufen bereits. Hotspot ist der Marktplatz. Das scheint jetzt hier der beste Platz zu sein, oder? Weil sich hier gerade so viele Leute sammeln, gell? Gegenüber vom Maibaum. Oh, der ist ja toll. Riesig. Wieso steht da der Maibaum? Es ist doch Juli. Bei uns stehen die Maibäume das ganze Jahr, beziehungsweise meistens für 4, 5 Jahre, wie lange halt gut ist. Was ist das denn für eine Tracht? Das ist die Festtagstracht der verheirateten Frauen. Also die ist charakteristisch immer schwarz. Hier ist es jetzt seitlich geknöpft gewesen. Und die Frisuren musst du dir auch anschauen bei den Damen. Ich habe auch was geflochten. Ja, ich habe es Dir ist schon aufgefallen, ne? Ich dachte, so ein bisschen was wenigstens mit den kurzen Haaren. Sag mal, aber verheiratete Frauen tragen also traditionell schwarz, ne? Genau. Was tragen denn die verheirateten Männer? Die bleiben bei ihrer Lederhose. Ist es wieder so? Bei denen ändert sich nichts? Also kleidungsmäßig ändert sich für die Männer eigentlich nichts. Auch bei so einem Dirndl kann man doch durch die Position der Schleife was zum Ausdruck bringen. Ne? Also man sagt, wenn die Schleife rechts gebunden ist, vergeben und links gebunden zu haben. Und wo muss man sie hinmachen, wenn man darüber keine Auskunft geben möchte? Würde ich sie rechts hin machen. Da habe ich ja alles richtig gemacht. Veranstaltungen dieser Art gibt es viele. In fast jedem Trachtenverband wird jährlich ein Fest gefeiert. Die Chancen sind also groß, so etwas im Urlaub mitzuerleben. Guck mal, dein Vater ist da. Ja. Servus. Der hat so ein Puschelschwänzchen auf dem Kopf. Sollen wir da mal hingehen? Na, servus. Servus. Das sieht ja gut aus. Und was hat euer, also dieses Puschel? Das ist ein Gamsbart. Ach, ein Gamsbart? Ja. Das sind die Rückenhaare von der Gemse. So lange Haare hat die? Ja. Und da wir aus dem Gebirge kommen, ist das bei uns der Hutschmuck. Aha. Und
ist es so ein bisschen, also dein Puschel ist größer als dein Puschel. Ja. Ist es, je älter man ist, desto puscheliger ist der Puschel? Oder was? Kultur, Tradition. Ein gestandenes Mannsbett braucht halt einen gestandenen Bart. Und das zierliche Mannsbett hat einen kleinen Bart. Jetzt geht's los. Der Festzug beginnt. 5100 Teilnehmer sind gemeldet. Das ist neuer Rekord in Altenbeuern. Oh, wie toll. Daniela. Da unsere Mädels. Süß. Hallo. Und das sind jetzt die Verheirateten. Schau, lauter feste Frauen. Ja. Und die sind alle schon vergeben? Die sind alle schon vergeben. Da braucht man sich keine Mühe mehr geben. Nein. 44 Trachtenvereine in 5 Zügen mit gut 20 Musikkapellen und rund 30 Festwagen. Ab wie vielen Jahren darf man mitmachen, wenn man laufen kann? Also zum Platteln fangen die meisten dann mal so mit 4, 5 an. Aber wenn so die Eltern dabei sind, dann sind auch schon ganz, ganz Kleine mit dabei. Ja. Also man wächst in das Ganze von klein weg rein. Und die Pferde sind auch so schön geschmückt. Ja. Das sind auch immer so schöne, große, schwere Pferde. Gell? Kräftige Kaltblüter, die den Wagen ziehen können. Ja, ich finde es toll, dass die im Einsatz sind. Die sehen gut aus, die sind gut genährt, die sind gepflegt, die haben einen Job. Ne? Die wären ja schon fast ausgestorben damals. Echt? Ja. Als das Automobil kam, da wurden die nicht mehr gebraucht. Klar. Deswegen freue ich mich immer, wenn sie noch eingesetzt werden. Nach dem Umzug versammeln sich alle vor und im Festzelt. Würdet ihr in so einem Kleid auch ins Kino gehen oder zum Essen abends? Ja, also Scham hat er damit nicht. Also war das nicht peinlich. War der stolz drauf? Ja, die Achtung. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da mitläuft? Also ich finde das ein sehr schönes Gefühl, weil die meisten Leute klatschen dann auch und man sieht, wie sie sich freuen, wie man vorbeigeht und vor ihr Tracht und so. Ja, man fühlt sich einfach dazugehörig. Das ist einfach schön. Ja. Nachwuchsprobleme habt ihr nicht, ne? Nein, gerade nicht. Ich glaube, die Tradition wird doch immer wieder wichtiger. Das merkt man schon. Also es gibt immer mehr Junge, die das schätzen, dass man so eine Tradition hat. Sie sind Bürgermeister von Altenbeuern und Neuenbeuern. Richtig. Was ist denn das jetzt für eine Tracht? Ich bin ein bisschen gemischt unterwegs, also ich kann jederzeit wechseln. Die Neubeurer haben die blaue Weste und den Flaum und die Altenbeurer haben die Feder nach hinten und die grüne Weste. Und ich bin so ausgestattet, dass ich auch für alle da sein darf. Eine Wendeweste? Richtig. Das gibt's auch bei der Tracht? Genau. Großartig. Im Festzelt wird geplattelt, der berühmte Schurchplattler. Schuhplattler. Sind wir darüber oder? Ja, zu den Tänzen, oder? Hast du das auch gemacht früher? Ja. Papier. Von irgendwo Papier gespritzt, oder? Was du nicht? Eintauchen in eine andere Welt. Schon schön. Prost. Gefeiert wird bis spät in die Nacht. Wir allerdings verabschieden uns bei Sonnenuntergang, denn am nächsten Morgen geht es früh los. Es ist 5 Uhr, die Fischer starten ihren Arbeitstag. Florian und Tassilo Lex legen gemeinsam ab, um die Fischernetze einzuholen. Sie hoffen auf einen guten Fang.
Die Fischerei hat eine lange Tradition am Chiemsee. Seit mehr als 400 Jahren leben Fischer auf der Fraueninsel. Die Bojen markieren, wo die Netze ausgelegt sind. Familie Lex betreibt ihr Geschäft seit 1857. Das sind jetzt alles Renken oder Fällchen. Die haben alle ungefähr die gleiche Größe. Wenn wir da mit 30 mm Maschenweite fischen. Und so kann man gut festlegen, wie groß eben die Fische oder vor allem wie alt die Fische sein sollen. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Ja, zu zweit ist man schneller. Einer zieht, einer tut die Fische runter vom Netz. Genau, und gerade wenn auch Wind und Wellengang ist, dann tut man sich auch leichter. Für alle Fischer gilt, die Schonzeiten, in denen die Fische ableichen, müssen eingehalten werden. Bei der Renke ist das von etwa Oktober bis Januar der Fall. Die Stimmung ist jeden Tag anders, das ist das Schöne. Und die Ruhe, man hört nichts, nur die Natur. Das ist einfach schön und gibt richtig Kraft und Energie und macht echt Spaß. Nur Fische, die ein gewisses Alter und eine bestimmte Größe haben, werden gefangen, damit die Population stabil bleibt und sich regenerieren kann. Also im Großen und Ganzen war der Fang diese Woche recht gut und es reicht für uns. Es geht wieder zurück in den Heimathafen auf die Fraueninsel. Auf dem Gelände von Familie Lex findet in einem kleinen Häuschen die Verarbeitung der Fische statt. Ja, es ist schön, dass es bei uns weitergeht, dass die Söhne das übernehmen. Ich bin eigentlich schon Rentner, aber ich wäre schon noch gebraucht. Gott sei Dank. Natürlich ist es oft auch nicht einfach, klar, aber trotzdem, ich kann ganz viel lernen vom Papa und von meinem Opa natürlich. Nur knapp 250 Einwohner leben auf der Fraueninsel, eine Welt für sich. Sophia Klampfleutner arbeitet als Töpferin. Hi. Hallo Sophia. Grüß dich. Großer Schritt. Willkommen an Bord. Dankeschön. Leg mal los. Sophia hat viele Jahre in den USA und in Hamburg gearbeitet, bis es sie vor 3 Jahren wieder auf die Insel zog. Wie oft fährst du diese Strecke in der Woche? Also wahrscheinlich täglich 2-mal, würde ich schon sagen, ja. Es gibt dann immer was zu holen oder jemanden abzuholen oder was zu besorgen. Das ist auf jeden Fall Standardstrecke hier, ja. Und nervt das, wenn man das immer machen muss? Oder ist es immer noch eine willkommene Abwechslung, wie für mich jetzt? Ja, wenn es richtig stürmt, ne, und man ist abends verabredet und da muss man sich schon manchmal rausquälen, dass man sagt, ah nee, ich fahr jetzt schon noch raus mit dem Schiff. Und wenn dann aber schöne Wetterverhältnisse sind, so wie heute, dann ist es wirklich so eine kleine Pause eigentlich. Und du hast einen eigenen Anleger jetzt für dein Boot? Ja, genau. Also vor uns ist die Töpferei, das Haus und da ist dann... Ach, das ist es schon? Ja, genau. Und das ist unser Steg, wo wir jeden Morgen zum Schwimmen gehen und jeden Abend. Genau. Ja, das ist schon ganz schön. Hallo. Vater Georg erwartet uns schon. Er ist Töpfermeister und Werkstattleiter, wie sein Vater und der Vater seines Vaters und dessen Vater. Darf ich mal gucken?
Bei uns ist halt vor allem die Farbvielfalt wichtig. Also auch wenn eine Schale nur grün ist, nur Uni ist, dann hat die immer so einen total schönen Farbverlauf. Und die soll einfach so ganz natürlich sein, dass es einfach die Glasur mal dicker, mal dünner ist. Wir wollen einfach, dass es nicht perfekt ist, sondern harmonisch. Das ist bei uns immer das Wichtigste. Hübsch. Welche davon hast du jetzt gemacht? Die pinke, witzige. Die hast du gemacht? Ja, genau. Und ja. was ist so eine Papaschüssel? Die da, eindeutig. Eindeutig. Ja, auch kleiner. Es geht auch kleiner. Und das macht ihr auch hier so richtig Figuren? Ja, das ist ein romanischer Löwe, denn die Töpferei gibt es ja seit 1609. Dadurch haben wir sehr viele alte Negativformen für Kacheln und unter anderem auch den romanischen Löwen. Und ich glaube nicht, dass es den weltweit noch mal gibt, diesen Löwen mit dieser Form. Und wir haben halt die Originale, über 400 Jahre. Seit 1723 ist die Töpferei in der Familie und scheint weiterzugehen. Ein Spezialgebiet der Familie, Kachelöfen. Sie arbeiten mit Negativformen, die teilweise über 300 Jahre alt sind. Das ist gerade unser aktuelles Projekt, eines von 4 Projekten. Wir machen nämlich gerade 4 Kachelöfen für ein tolles Hotel, das gebaut wird am Chiemsee. Mit handgemachten Kacheln. Handgemachte Kacheln, da freuen wir uns sehr, dass wir den Auftrag, dass wir die Sachen machen dürfen. Und die ist halt datiert hier auf 1742. Mit diesen Formeln arbeiten wir immer noch und machen dann einfach Abdrücke davon aus Gips, die wir dann weiter verwenden können. Das ist das Tolle an so einer langen Familientradition. Ne? Ihr habt sowas eben einfach vererbt bekommen. Ne? Das gibt man ja weiter von Generation zu Generation. Ne? Ja, klar. Da siehst du zum Beispiel das Original von der Rocaille. Das ist auch um 1700 entstanden. Und hinter dir siehst du dann den Kachelofen, wie er neu interpretiert ist. Also der ist jetzt 15 Jahre alt, der Kachelofen. Die Leute denken, der ist 150 Jahre alt. Aber es ist einfach lediglich die Form natürlich, ne, die so alt ist. Gut, Jetzt rein? Ja, jetzt rein. Leg los. Ganz, ne? Ganz rein, komplett. Stimmt, ja. Die Familie bietet auf der Fraueninsel auch Kurse in Glasurtechnik und Töpfern an. Was hast du hier durchs Inselleben schon gelernt zu Boah. tun, Also was du nicht könntest, wenn du auf dem Festland leben würdest? Ich kann eine Motorsäge bedienen, ich kann das Blatt der Motorsäge auswechseln, ich kann eine Batterie anschließen, ich kann silikonieren, ich habe ein Waschbecken installiert. Also es ist wirklich, manchmal macht es Spaß, manchmal denkt man sich, könnte nicht irgendjemand das für mich machen, aber es ist einfach zu aufwendig, wenn man dann für alles immer jemanden anruft und irgendwie fragt, hast du Zeit, könntest du kommen und so. Das muss man dann schon selber machen auf der Insel. Wie viele Menschen leben hier? So um die 250. Da sind nicht alle Berufsgruppen dabei, dass man sich gegenseitig helfen kann, Nee, oder? nee. Und vor allem irgendwie, man will auch dann das eigentlich auch selber schaffen. Weil wenn man schon ein Schiff hat, ne, dann will man auch selber das reparieren können und irgendwie selber schauen, dass das Licht funktioniert. Ich mache jetzt klassisch und mache einfach Tropfen. Ich mache einfach Tropfen, so wie ich gerade Bock habe. Wird es was Abstraktes, oder? Auf jeden Fall. Kunst cool. ist immer sehr abstrakt. Ja, schön. Jetzt hole ich einen Schwamm, mache ein bisschen sauber, unser kleines Chaos hier. Und dann brennen wir den. Ja. Super. Die Farben des Bechers verwandeln sich nach dem Brennen passend zur Schale. Wie ist die Gemeinschaft denn hier auf der Insel? Super schön. Also es ist wirklich toll, dass man einfach abends, wenn man um die Insel geht, dann gibt es mindestens 3 Nachbarn, die einem winken und wo man dann noch mal spontan ein kleines Bier trinkt oder so. Und irgendwie, wenn man was braucht, hilft man sich sowieso immer. Die rechte Hand zuerst genau komplett umschließend und die linke Hand darüber. Mal die Hände wegnehmen nochmal. Okay. Da könnte man doch schon so eine Art Kräuterstößel dazu, 2 oder? Cocktailtomaten, klar. Also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ich habe auch schon Gülle gesprüht auf einem Feld, würde ich jetzt doch vielleicht eher das Töpfern nehmen.
Wichtig ist immer, dass man das gleichmäßig macht. Ich hab's kaum Sinn. Aber schau mal, es war jetzt fast ein Herz. Ist auch nicht schlecht. Bisschen hässliche Vase geworden. Ja. Ja, aber ist doch super zum Ausprobieren. So. Sehr schön. Cool. Dein erstes Stück Ware hier in der Scheibe. Nicht schlecht. Und ich finde, man muss wirklich sehr genau hinsehen, um den Unterschied zwischen dem Profi und dem Anfänger zu erkennen. Etwa 30 Minuten dauert der Rundgang um die autofreie Fraueninsel, vorbei an blumengeschmückten Gärten und alten Handwerksbetrieben. In der Mitte der Insel ein besonderer Ort. Hier stehen an die 1000 Jahre alte Linden. Also da steht jetzt, dass diese Linde hier erst 2014 gepflanzt wurde, und zwar anlässlich der Geburt eines Insulaners von Peter Julian Thaddeus Bugay Holzmeier, der in 12. Generation schon hier aufwachsen wird. Und seine Vorfahren sind seit dem Jahr 1575 hier auf der Fraueninsel und waren Zinsprobst, Beichtvater, Kirchenmusiker des Klosters, kirchliche Historienmaler, Klosterschuster, Inselkramer, Tuchmacher, Bootskonstrukteur und Kunstschmied. Und alle haben ihre Spuren hinterlassen, und deswegen wurde jetzt diese Linde gepflanzt. Mittagszeit. Die Fischbrötchen müssten schon fertig sein. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern ein Fischbrötchen. Fischbrötchen vom Chiemsee, ja. Also ich habe hier die Renke. Die Renke, ich habe es hier frisch geräuchert. Wir haben ja heute schon geräuchert 3 Stunden. Oder die Renke gebeizt nach Matthias-Art. Oh, das würde ich, glaube ich, gern probieren. Nach Schön mit Matthias-Art. Zwiebeln, ja. Mit Zwiebeln, gerne, ja. Neben Renke werden auch Aal, Hecht und Zander angeboten. Wie viele Fischer gibt es außer euch noch hier auf der Fraueninsel? Also auf der Insel haben wir noch 6 Fischer. Die leben Insgesamt? vom Fischfang ausschließlich, genau. Und am Chiemsee sind wir 16 Fischer. Wir sind eine Genossenschaft und wir bewirtschaften den Chiemsee. Also ich bin jetzt in der 6. Generation und die 7. kommt schon. Genau. Und alle sind Fischer gewesen. Ja, genau. Keiner wollte was anderes Wir machen. leben hier alle von Fischfang, genau. Voll lecker. Das ist ein richtig gutes Fischbrötchen, finde ich, oder? Du bist zum ersten Mal da? Ich komme hier seit vielen Jahren. Ich komme hier immer her, weil das sind einfach die Besten. Da fährst du in einem kleinen Boot über den See, da hältst du da vorne an, ja, und da gehst du hierher, Fischsemmel essen. Du kannst sogar noch 2 verschiedene Sorten wählen, einfach cool. Wie lange kommst du schon her? 30 Jahre? 30? Ja, genau. Und der Fisch Nicht war erst immer seit- so gut? Nee, der wird immer besser. Mach's gut, guten Appetit, Ja, ciao. tschüss. Und noch eine Besonderheit auf der Fraueninsel. Es gibt eine eigene Brauerei. Das Überleben ist gesichert. Also man sieht schon an vielen Ecken, dass die Inselbewohner versuchen, bestimmte Bereiche privat zu halten. Aber das hier ist wirklich das schönste Privatschild, was ich auf dieser Insel bisher entdeckt habe. Privat. Keine Zimmer, keine Fische. Nicht fragen. Hallo. Was für ein Traumfleckchen, oder? Ich glaube, ihr habt den schönsten Garten von allen. Wer den Chiemsee von oben bewundern will, kann mit der Kampenwandseilbahn von Aschau aus hoch auf den Berg. Sie ist ganzjährig geöffnet. Etwa eine Viertelstunde dauert die Fahrt mit den kleinen Gondeln bis zur Bergstation auf 1461 Metern. Ein weitläufiges Wegenetz mit leichten bis anspruchsvollen Gipfeltouren. Der Anstieg ab der Alm bis zum Gipfel der Kampenwand ist nur für erfahrene Bergsteiger mit entsprechendem Schuhwerk empfohlen. Die Wege sind anspruchsvoll. Das Gipfelkreuz ist mit 12 Metern Höhe das größte Bergkreuz der Bayerischen Alpen und weit bis ins Tal zu sehen. Und immer wieder der Blick auf das Bayerische Meer.
Heute sind wir mit Peter Heistracher, dem Bootsbauer, verabredet. Er nimmt uns mit auf eine E-Boot-Tour. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Das ist ja ein Traumboot. Jetzt sehe ich es zum ersten Mal fertig. Groß, Ja. darf ich reinkommen? Ja, bitte, gern. Ah, danke. Wow, richtig schick. Das Ja. ist total schön. Ja. Oh Mann. Ein idealer Tag, leicht bewölkt, nicht zu heiß und kaum was los auf dem Chiemsee. So leise geht das los, Peter? Ja, das ist Elektro. Ja, aber also man vermisst ja richtig das Bootsgeräusch, ne? Weil man es so gewöhnt ist. Ja, aber wir haben einmal probiert mit Soundgenerator, aber das wollte dann keiner und das haben wir dann wieder bleiben lassen. Echt mit so einem Knopf hier Motorgeräusch zu schalten? V8, amerikanischen V8, aber das haben wir dann bleiben lassen. Ich habe das bei so einem Luxussportwagen schon mal gesehen. Da drückst du auf den Knopf und dann ist das Auspuffgeräusch lauter. Ist ja verrückt, oder? Wie viel PS hat das Boot? Das hat 50 kW, rechnerisch sind das 70 PS, aber die Wirkung ist ein bisschen besser. Oh Peter, als ob der ganze See uns gehören würde heute. Ha? Das schaut heute so aus, ja. Könntest du dir vorstellen, in einer anderen Region Deutschlands zu leben? Wir haben ja alles. Die Berge, die Seen, die Landschaft, das Wetter, alles, was man sich so vorstellt. Warum soll man dann woanders hingehen? Wie oft kommst du in den Genuss, deine Boote auch mal zu fahren, so wie heute mit mir? Eigentlich, wenn wir was da gemacht haben oder wenn was umgebaut worden ist oder erneuert, dann fahren wir halt. Sonst relativ selten. Sonst nie? Mal so selber zum Nein, Spaß, zum nein, Vergnügen? Nein. Nein? Hast du denn selber so ein Nein. Boot? Nein? Nein. Du hast kein eigenes? Nein. Es warten ja schon immer an, die dann haben wollen. Darum, wir haben auch selten einmal ein Vorführboot, das wir so mitbauen, wenn Zeit ist, weil das geht eigentlich auch immer weg. Das gibt's ja nicht. Darf man das Boot eigentlich fahren ohne Führerschein? Bei uns schon. Es ist fast alles reguliert, aber in Bayern braucht man noch keinen Führerschein. Einfach nur ein Autoführerschein reicht? Auch nichts. Gar nichts braucht man. Aber ab 16. Ja, das bin ich. Ein besonderes Gefühl, auch bei 50 Stundenkilometern. Elegant, leise und sicher. Die letzte Station unserer Reise. Die 2,4 Quadratkilometer große Herreninsel mit dem Schloss Herrenchiemsee. Das ist im Besitz des Freistaats Bayern. Auch diese Insel ist autofrei. Auf der Herreninsel darf Natur in großen Teilen auch Natur bleiben. So findet sich eine artenreiche Tierwelt mit Wäldern und Wiesen und eine weitläufige Gartenanlage. Zwei Familien leben und arbeiten auf der Insel. Jakob Nein ist Inselgärtner von Herrenchiemsee. Er ist zuständig für den naturnahen Wald, die Blumen und die weitläufigen Wiesen, kümmert sich um das Dammwild und Pferde und wenn ein Minister zu Besuch kommt, macht er den Bootschauffeur. Auch die Herreninsel ist nur mit dem Schiff erreichbar. Gleich hinter dem Bootssteg verteilen sich die vielen Besucher auf der großen Insel.
Jakob Nein lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf Herrenchiemsee. Du bist seit 21 Jahren auf dieser Insel. Ja, ich glaube, das machen wir selber nicht, aber das stimmt, ja. Das ist ja ein relativ kleiner Lebensraum, den du hast. Das ist ein sehr schöner Lebensraum, aber er ist klein. Ich hab mir das stört dich nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir da schon mittlerweile so meine Dinger schon zusammengetan. Also jeder lebt auf seiner Insel. Ob der in New York arbeitet und nach München ständig pendelt, der hat auch seine Insel. Die ist bloß ein bisschen anders wie meine. Aber also klar, meine ist sehr konkret und sehr greifbar, aber wenn man sich genau überlegt, hat jeder so seine Insel und kommt, ja klar, mal woanders auch hin, aber ja, so erkläre ich es mir und rede es mir vielleicht schön. Nein, ich finde, du hast absolut recht, wenn ich so an mein Leben denke. Ich habe mir natürlich auch so meine kleine Insel geschaffen, ne? Meinen kleinen Lebensraum. Und ab und zu schwärme ich mal aus. Ja, ich glaube, das braucht man aber auch, oder? Also ich fühle mich sehr wohl und für mich ist es total schön, weil es ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch Leben, weil ich ja nicht nur nach der Arbeit dann sage, Tür zu und die Insel ist dann weg, sondern die Insel ist immer noch da mit unseren Pferden oder mit der Jagd oder mit der Natur hier. Egal was, das ist einfach mein Bereich irgendwie schon. Ja. Im Sommer sind etwa 20 Menschen hier auf der Herreninsel, habe ich mir sagen lassen, die alle aber hier arbeiten, glaube ich. Ne? Die müssen was mit dem Schloss zu tun haben, sonst hat man keine Chance, hier zu übernachten. Ne? Ja, genau, so ist es eigentlich. Es gibt noch ein paar so Kommissionszimmer, wenn von der Schlösserverwaltung irgendwie Restauratoren oder so kommen, aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Und das zeichnet das Leben auf Herrenchiemsee aus. Wenn die letzte Fähre zum Festland übersetzt, herrscht Stille auf der Insel. Als du deine Frau kennengelernt hast, ne? Und gesagt hast, hallo, ja, also ich wohne auf der Herreninsel und ich würde da gern auch bleiben und du müsstest dann zu mir ziehen und wir müssten auch unsere Kinder da großziehen. Was hat sie da gesagt? Ich habe das schrittweise gemacht. Ach so. Ich bin nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen, aber die Bobby, die ist auch ein sehr abenteuerlustiges Wesen und ich glaube, der hat es sehr gut gefallen und fand es auch total spannend und hat die Insel auch ein bisschen gekannt und hat dann gesagt, okay, sie schaut sich das mal an. Ja, und dann hat sich das so Schritt für Schritt ergeben, auch mit den Kindern. 2/3 der Insel sind Natur. Der Rest gehört zum Schloss mit seinen Nebengebäuden und Stallungen. Hallo. Na? Oh, ärgern dich die Mücken? Die sind auch genervt. Ja, klar. Wie viele Pferde habt ihr hier auf der Insel? Ja, so 35 hier im Stall. Nur 20 Menschen, aber 35 Pferde. Mehr Pferde das als Verhältnis gefällt mir. Ja, es sind draußen ja auch noch mal welche, die Junghengste auf der Koppel und ja, und dann haben wir noch ein paar Isländer von uns selber hier, von der Familie Nein. Was ist der Job der Pferde hier? Warum gibt es hier so viele? Ja, wir haben den großen Kutschbetrieb. Die Leute wollen vom Anleger zum Schloss und da fahren die Kutschen im Pendelbetrieb. Auch dann vom Schloss natürlich wieder zurück zu den Schiffen. Und das ist der Hauptjob von den Pferden. Und das ist natürlich auch gut, weil sie damit halt so was zu tun haben. Die sind ausgelastet. Ja, die Pferde man tut den Pferden keinen Gefallen, wenn man sie arbeitslos macht. Ist Wirklich so, nicht. Ja. Ja. Nee, die wollen was tun. Und das Heu, das die Pferde hier gerade mümmeln, das kommt von der Insel? Das macht ihr selber hier? Ja, wir haben 50 Hektar Grünland. Bewirtschaften wir hauptsächlich als Heumaat. Und zweimal im Jahr wird dann gemäht. Jetzt sind wir gerade so weit, endlich, dass wir Heu machen können. Muss ja auch länger trocken sein, wenn wir Heu machen. Und das kriegen dann die Pferde im Winter. Oder halt auch jetzt so zwischendrin ein bisschen was. Ja. Aber hauptsächlich im Winter. Ein begehbarer Baum. Ich war noch nie in einem Baum. Hui. Du kommst wesentlich leichter durch. Du hast auch die engste Stelle genommen. Aber jetzt super. Das Schloss Herrenchiemsee, von König Ludwig II. Dem Schloss Versailles nachempfunden. Jetzt ist das ja hier alles ein bisschen wilder. Also es kommt mir so ein bisschen einfacher vor, weil in Versailles sind ja überall auch in den Hecken so
Figuren. Das wäre alles so geplant gewesen, wie in den Bosquets und hier in den Nischen, dass da nochmal Marmorfiguren reinkommen. Da sind teilweise im Schloss sogar Gipsabdrücke schon da. Aber der Ludwig ist einfach nicht fertig geworden. Es hat viel zu viel Geld gekostet, viel zu viel Zeit. Er ist ja viel zu früh gestorben dann auch. Also wenn man sich das vor Augen führt, die Projekte Neuschwanstein und Linderhof zusammen haben weniger gekostet wie die ganze Geschichte hier. Also das hier zu bauen. Das hier war teurer als Neuschwanstein? Sein teuerstes Projekt, ja. Und Linderhof noch mit oben drauf. Und dann bist du noch nicht da, wo du hier das alles hast. Du hast ganz andere Dimensionen. Mit einer Länge von 98 Metern ist die Spiegelgalerie länger als das Vorbild in Versailles. 17 große Wandspiegel, 33 Deckenlüster, goldverzierte Stuckarbeiten und Deckengemälde. So, das ist ja jetzt hier dein Beritt, ne, als Gärtner. Diese ganzen Blumen hier einzupflanzen. Ich sehe, es sind einjährige Blumen. Das heißt, ihr müsst das alles jedes Jahr neu machen? Ja, das ist der Sommerflor, der kommt rund um Pfingsten. Und dann haben wir auch noch die Frühjahrsbepflanzung. Also zweimal im Jahr sogar? Und das sind 30.000 Pflanzen für das Ganze hier. Wir haben das ganze Jahr viel Arbeit. Wir müssen ja da auch das Ganze pflegen, gießen, Unkraut jäten und so weiter. Wo bekommt ihr die alle her, die ganzen Pflanzen? Wir bekommen die als Jungpflanzen und ziehen die dann bei uns in der Gärtnerei, werden die pikiert und ziehen die dann eben an. Mhm. Und wenn sie dann groß sind und blühen, dann kommen sie raus und werden gepflanzt. Was für ein Aufwand. Ja, wir befinden uns in einem... Schöne Hortensien rein, hat man keinen Stress mehr. Nee, du, im Gartendenkmal, sagt ja schon das Wort, da sollte man ja schauen, was ist da der Hintergrund. Und das war eben der Historismus. Und da waren eben genau diese Pflanzen auch so in den Plänen drinnen. Und das heißt, der Ludwig hat genau die ausgesucht? So kann man es sagen, genau. Dann wir können in der Farbe ein bisschen variieren, aber ansonsten gibt es da nicht viel Spielraum. Ne? Mhm, verstehe. Wir haben den Ludwig und nicht irgendeinen Garten. Das Schloss Herrenchiemsee und die dazugehörigen Gartenanlagen lassen sich das ganze Jahr über besichtigen. Die Prunkräume können im Rahmen eines geführten Rundgangs besucht werden. Eine Woche Chiemsee und Umgebung liegen jetzt hinter mir. Dass mir die Kombination aus Wasser und Bergen gut gefallen würde, das hatte ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld schon gedacht. Aber dass man es schafft, in nur einer Woche so tief in die Traditionen dieser Region einzusteigen, das hat mich wirklich überrascht. Und richtig begeistert hat mich, mit wie viel Leidenschaft diese Traditionen hier tatsächlich gelebt werden und weitergegeben werden von Generation an Generation. Und darum geht's doch, oder? Dass man Dinge mit Leidenschaft tut und mit ganzem Herzen. Und das habe ich hier erlebt.